Na, servus und herzlich willkommen auf Tour in Taipei. Ich freue mich, ihr seht, hier geht's richtig ab. Es ist ein Taifun angesagt, der Taifun Kongray. Ich hoffe, ihr versteht mich einigermaßen. Eigentlich habe ich gedacht, wir gehen schön gemütlich fotografieren und können die Natur auch hier in der Gegend genießen. Und ich zeige euch einige Sehenswürdigkeiten. Ob wir das jetzt alles in der Zeit schaffen, das ist dahingestellt, aber wir fahren jetzt trotzdem ein bisschen rum. Ich habe die GoPro im Gepäck, ich habe das Handy dabei, ich habe natürlich das Mikrofon, ein Cappy und natürlich auch noch andere Ausrüstung. Ich denke, da werden wir trotzdem eine richtig schöne Zeit haben. Angekommen am Longshan-Tempel in Taipei. Hinter mir ist er zu sehen. Leider ist er aufgrund des Taifuns geschlossen. Wir können jetzt nicht reingehen. Und es fängt auch wieder richtig stark an zu regnen. Ich muss mich beeilen. Es ist eine der ältesten Tempelanlagen hier in Taiwan. Schaut vorbei. Wenn kein Taifun ist, dann könnt ihr auch reingehen. Der wird noch aktiv genutzt. Weiter geht's. Nun im Carrefour in Taipei. Ich hole mir jetzt mal ein passendes Outfit für die Tour hier. Wenn der Taifun da ist, machen wir uns wetterfest. So was habe ich noch nicht erlebt, ich sag's euch. Und die Leute fahren jetzt teilweise sogar noch mit dem Roller vorbei. Auf Tour in Taipei und es macht Spaß, Leute! Yeah! Hier ist wieder euer Wetterfrosch im Taifun Kongray Gebiet. Ich muss sagen, da gehen wirklich teilweise Böen durch. Das ist krass. Aber heute Nacht um 4 ist der Spuk vorbei. Der Taifun ist vorbeigezogen, wir haben es überstanden und zwar sicher hier im Hotel. Und jetzt spulen wir die ganze Tour nochmal auf den Anfang zurück und starten nochmal auf Tour in Taipei. Na, servusler und herzlich willkommen bei The Time Tour. Heute nehmen wir euch mit auf eine epische und spannende Reise quer durch Taiwan. Wir erleben die moderne Hauptstadt Taipei, tauchen ein in die Geschichte von Tainan und erkunden die wunderschöne Natur des Sun Moon Lake. Also, seid gespannt und los geht's. Taipei ist das Gesicht des modernen Taiwans. Hier ragen die Wolkenkratzer wie der Taipei 101 weit hoch in den Himmel. Die Stadt brummt vor Energie, egal wo du hinschaust. Taipei ist vollgepackt mit moderner Architektur und viel Leben. Eröffnet 2004 war der Taipei 101 einmal das höchste Gebäude der Welt. Mit 508 Metern Höhe ist er ein technisches Meisterwerk. Ein riesiges Pendel im Inneren hält das Gebäude stabil, sogar bei Erdbeben und Taifunen. Von oben hast du einen Wahnsinnsausblick. Die Aussichtsplattform im 89. Stock zeigt dir Taipei und die Umgebung von ihrer schönsten Seite. Mit einem Weitwinkelobjektiv kannst du das komplette Panorama einfangen. Ein Muss für alle, die gerne fotografieren.
Taiwan ist einer der wichtigsten Tech-Hubs der Welt und Taipei ist das Herz davon. Hier entstehen die Mikrochips und die Innovationen, die die Welt antreiben. Was Taipei so besonders macht? Die perfekte Mischung aus Tradition und Moderne. Neben Wolkenkratzern findest du kleine Tempel und Märkte, die die jahrhundertealte Kultur Taiwans am Leben erhalten. Dieser Mix macht diese Stadt einzigartig. Kreativ und bunt ist es im Ximending-Viertel. Hier tobt das Leben, die Jugend ist hier unterwegs und hier gibt es alles, was man sich vorstellen kann. Und dieses Viertel gehen wir jetzt ein bisschen erkunden. Welcome to the show! Und hinter mir ist anscheinend ein gut gehendes Geschäft, wo es Spezialitäten zu kaufen gibt. Ja, und ich stelle mich jetzt einfach mal in die Schlange, die geht bis dahinter. Und nehme mal das, was derjenige vor mir auch bestellt hat. Ich bin gespannt und ich hoffe, ihr seid auch. Los geht's. Schauen wir mal, was ich hier Leckeres habe. Wir starten mal mit solchen Eiern da. Die schmecken aber ganz gut. Den Tofu. Ungelogen, dieser Tofu hier, der riecht so wie der Cinnamon Roll, den ich vorhin beim Starbucks gegessen habe. Das schmeckt aber auch ganz gut. Ja, der ist lecker. Leute, jetzt wird's. Das Auge ist wirklich nicht mit. Das Auge ist nicht mit. Einmal so eine Tatze. Es ist sehr weich, sehr labbrig. Und wenn man nicht hinschaut, was man isst, dann ist es eigentlich auch wirklich nicht so verkehrt. Aber man darf wirklich nicht hinschauen. Das ist wie Halloween. Der Tofu war das Beste. Das war jetzt ein kleiner Ausflug in die taiwanesische Küche. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Ratequiz. Ihr hört die Musik. Was denkt ihr, was das ist?
in Müllabfuhr. Es gibt in Taipei große Straßen wie die hier und es gibt in Taipei auch die kleineren Gassen, wie diese hier. Ihr seht's, da kann man nur durchlaufen. Und dann gibt es noch das legendäre Streetfood auf den Nachtmärkten von Taipei. Findest du alles, was das Herz begehrt, von Tintenfischen am Spieß bis zu den süßen Bubble Teas. Die Stadt lebt nachts richtig auf, perfekt, um auch kulinarische Highlights genießen zu können. Jetzt habe ich mir einen Bubble Tea bestellt hier am Markt und bin gespannt, wie es schmeckt. Den High-Speed-Train nach Tainan. So, angekommen in Tainan. 31 Grad, aber ich will nicht angeben. Gerade unterwegs zu einem Tempel, da vorne sehe ich einen Kreisverkehr. Ich habe schon was erahnt. Ich taufe das jetzt den legendären Tainan Roller Circuit. Das ist ein 50 Kubikzentimeter Kurs. Da geht's ab. Ladies and Gentlemen, legendärer Roller Circuit in Tainan. Es geht los, das Rennen startet. Geht ab. Da ist ein Fahrrad. Schummler. Das war's. Und jetzt stellt euch mal vor, die würden sich alle ein Auto kaufen, was hier für ein Chaos wäre. Von der Moderne zurück in die Geschichte. Tainan ist die älteste Stadt Taiwans und ein echtes Highlight für alle, die Geschichte lieben. Ein kleiner Tipp noch von mir, wenn ihr in Taiwan unterwegs seid, ladet euch vorher die Uber-App hinunter, denn damit war ich bis jetzt ganz gut unterwegs. Jetzt zeige ich euch mal eine typische Straße in Taiwan. Ihr habt hier so ein Kentucky Fried Chicken, dann hier einen schönen Gemischtwarenhändler mit Werkzeug, dann hier einen Katzenfrisiersalon. Dann ist hier wieder Werkzeuglagen mit so Dichtungszeug. Dann geht es hier weiter mit Rollerzubehör. Dann haben wir hier Bohrmaschinen. Ja, hat schon Feierabend. Und dann sind wir hier beim Essenstand.
Es geht nach oben, deswegen mal liken, kommentieren, abonnieren und Glocke aktivieren, würde ich mich freuen. Tainan war früher das Zentrum Taiwans. Hier standen die ersten niederländischen Kolonien und die Stadt wuchs zu einem kulturellen Zentrum. Der Chikan Tower und das Fort Zeelandia erzählen noch heute von der bewegten Geschichte der Stadt. Einen besonderen Reiz bietet die An Ping Old Street, die erste Straße Taiwans, die vor über 300 Jahren von den Niederländern in An Ping gebaut wurde. Ursprünglich nur für Fußgänger und Handkarren konzipiert, ist die Straße heute ein beliebter Ort für Touristen. Sie ist bekannt für ihre geschäftige Atmosphäre mit zahlreichen Ständen und Geschäften, die alles anbieten, von Snacks bis zu Souvenirs. Aber auch die Shanong Street, eine Straße mit alten Handelshäusern aus der Mandschu-Zeit, ist einen Besuch wert. Heute findest du hier Galerien, Teehäuser und kleine Bars. Tainan ist sehr alt und überall stößt man auf die reichhaltige Geschichte, hier sogar bei Ausgrabungen mitten im An Ping District. Tainan ist außerdem bekannt für seine unzähligen Tempel. Hier gibt es mehr Tempel als sonst irgendwo in Taiwan und die Tempelkultur ist ein wichtiger Teil des Lebens hier. Ob Taoismus, Buddhismus oder Konfuzianismus. Und ich habe hier sogar schon die ein oder andere Kirche gesehen. Ein weiteres Highlight hier in Tainan ist das Julius Manich Haus. Das Julius Manich Merchant House, um genau zu sagen, ein altes Handelshaus, wurde 1875 vom deutschen Geschäftsmann Julius Manich erbaut, der sich auf den Handel mit Kampfer und Zucker spezialisiert hat. Es ist eines der wenigen erhaltenen Beispiele europäischer Kolonialarchitektur in Taiwan. Das Haus dient heute als Museum und als deutscher Biergarten, in dem du unter Beinanenbäumen deutsche Spezialitäten und auch Bier genießen kannst. Ein Besuch dieses geschichtsträchtigen Ortes ist ein Muss für jeden Deutschen und für jeden, der sich für die Handelsgeschichte in der Region interessiert. Wenn du Geschichte auf dich wirken lassen willst, dann mach einen Bummel durch die Gassen der Altstadt. Kleine Märkte, gemütliche Cafés und eine entspannte Atmosphäre erwarten dich hier. Man lässt dich wunderbar die Zeit vergessen. Ich persönlich mache sowas weniger. Ich nehme ein Foto und suche mir ein paar schöne Motive. Wir hatten das moderne Taiwan, wir hatten das geschichtliche Taiwan und nun kommt die Natur Taiwans. Wir fahren ins grüne Herz, genauer gesagt zum Sun Moon Lake. Die Natur Taiwans ist absolut unglaublich. Sie ist vielfältig. Von dichten Wäldern, hohen Bergen, traumhaften Stränden und stillen Seen gibt es hier alles. Und der Sun Moon Lake ist eins der Highlights. Er liegt absolut bilderbuchmäßig inmitten der Berge und der Wälder. Er bietet Möglichkeiten zum Wandern oder einfach nur zum Entspannen. Das ist die Landschaft hier, ein Traum für Naturliebhaber. Wenn ihr hier unterwegs seid, müsst ihr natürlich auch auf die Tiere aufpassen, die hier am Sun Moon Lake unterwegs sind.
Wer ein bisschen aktiver sein möchte, kann den See vom Wasser aus erkunden. Hier kannst du ein Boot mieten, Kajak fahren oder wie ich hier mit dem großen Boot unterwegs sein. Das Wasser ist super ruhig und es gibt keinen besseren Weg, den Sun Moon Lake und die Umgebung zu genießen. Natürlich machen wir auch am Sun Moon Lake das ein oder andere schöne Foto. Und das möchte ich jetzt nicht vorenthalten. Ich bin jetzt am gegenüberliegenden Ufer des Sun Moon Lakes. Natürlich könnte ich mich jetzt da hinstellen mit dem Foto und einfach fotografieren. Oder so mit dem Handy einfach fotografieren. Aber das machen wir jetzt besser. Wir gehen jetzt hier hin, suchen uns hier ein bisschen Äste, rahmen das Motiv der Stadt ein. Kurze Belichtung. Und wie das Foto geworden ist, das seht ihr jetzt. Jetzt will ich aber schon mal wissen, wie warm hier der Sun Moon Lake ist. Schauen wir mal. Der ist kalt. Am Sun Moon Lake leben die Thao, eines der kleinsten indigenen Völker Taiwans. Sie sind bekannt für ihre traditionellen Tänze und ihre Handwerkskunst. Und hier am Ito Thao Visitor Center kannst du die indigene Kultur der Thao hier in Taiwan hautnah miterleben. 很高兴呢，能担任这场节目的主持工作。第三位呢，有我们的 Inasha Lee。 Wer schon auf Instagram folgt, der weiß es schon, da habe ich ja ausführlich darüber berichtet, was kostet es, wenn ihr in Taiwan unterwegs seid und unterwegs mal einen Kaffee trinken wollt oder was essen wollt. Es ist relativ günstig, ihr könnt für einen schmalen Taler, also für 1 Euro bis 1,50 Euro unterwegs in Restaurants an Top-Locations einen Kaffee trinken. Wenn ihr in die Restaurants geht oder in die Nachtmärkte, da könnt ihr wirklich sehr viel essen, wenn ihr es wollt, für richtig wenig Geld. Und wenn ihr über einen Uber-Dienst eure Pizzas oder eure Burger bestellt, dann geht sowas schon ab 7 Euro los. Der Sun Moon Lake ist nicht nur ein Naturwunder, sondern auch ein spiritueller Ort für die Thao, eines der kleinsten indigenen Völker Taiwans. Das Wasser, die Berge, die Atmosphäre, alles hier wirkt fast magisch. Kein Wunder, dass der Sun Moon Lake einer der beliebtesten Orte in Taiwan ist. Ein echtes Highlight am Sun Moon Lake ist der Wenwu-Tempel. Der Tempel thront über den See und bietet nicht nur eine fantastische Aussicht, sondern auch spannende Einblicke in die taiwanesische Kultur. Taiwan bietet einfach alles, moderne Städte, historische Orte und eine atemberaubende Natur. Egal was du suchst, hier findest du es. Wenn euch das Video gefallen hat, dann jetzt gerne liken, kommentieren, abonnieren und Glocke aktivieren, würde ich mich sehr darüber freuen. Und ich möchte mich an dieser Stelle ganz herzlich bedanken für die Unterstützung, damit dieses YouTube-Video von dieser epischen Tour zustande gekommen ist. Bei der deutschen Taiwan-Vertretung in Berlin, beim Deutschen Tourismusbüro in Frankfurt für Taiwan und bei China Airlines, dass sie uns sicher hier nach Taiwan gebracht und wieder nach Hause bringen werden. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Wir sehen uns bei der nächsten Tour irgendwo, irgendwann. Bis dahin, macht's gut. Ciao.